Когда здесь на посту стоит милиционер, ему до Внуково простор весь открывается. На запад и восток глядит милиционер, и пустота за ними открывается. Auf seinem Posten steht der Milizionär. Bis weit nach Vnukovo lässt er die Blicke schweifen. Nach Westen und nach Osten blickt der Milizionär. Dahinter ist es nur noch wüst und leer. Doch auf die Mitte mit dem Milizionär eröffnet sich der Blick von allen Seiten. Von allen Seiten blickt man auf den Milizionär. Von Osten blickt man auf den Milizionär. Von Süden blickt man auf den Milizionär. Vom Meer her blickt man auf den Milizionär. Ich verrate Ihnen, die allerersten Überlegungen waren sogar mal, das haben wir aber dann ganz schnell wieder fallen lassen, eventuell sogar Polizist zu nehmen. Das geht natürlich nicht, das ist ein russischer Milizionär. Das war eine provozierende und irritierende Selbststilisierung, wenn ein Dichter aus dem Underground in die Rolle eines staatlichen Ordnungshüters schlüpfte. Mit Sabine Hensken, alias Sascha Wonders, bin ich eben befreundet, bekannt seit unserer Bochumer Studienzeit. Für unsere Übersetzung aus dem Moskauer Konzeptualismus haben wir Pseudonyme gewählt. In dieser Wahl von Pseudonymen lag eine gewisse Verschwisterung mit dem Underground. Das wurde uns von unseren russischen Künstlerfreunden dringend empfohlen, wenn wir das herausgeben, das unter Pseudonym herauszugeben, weil wir ansonsten wahrscheinlich kein neues Visum mehr bekommen. Es war zum Teil auch ein Selbstschutz, da wir ja russische Texte aus der inoffiziellen Kultur im Ausland veröffentlichten. Später, zur Zeit der Perestroika, als die Zensur wegfiel, entwickelte sich dieser Pseudonymgebrauch zum Spiel und die Namen wurden zu Markenzeichen für eine bestimmte Übersetzer- und Herausgeberinnentätigkeit. Es gibt ein gewisses Spiel mit den Initialen. Unsere realen Initialen sind GW und SH. Aber that's it. Wir haben die Pseudonyme so gewählt, dass die Namen etwas künstlich wirken. Günter Hirt und Sascha Wonders, ein germanisch-mythologisch anmutender und ein international popartistisch klingender Name. Bei meinem Pseudonym Sascha Wonders weiß man auch nicht so recht, welche Nationalität und welches Geschlecht sich dahinter verbergen. Das führte etwa dazu, dass es in Briefen an mich hieß, sehr geehrter Herr Wonders. Eine Frau vermutete man dahinter meistens nicht. Also ein schillerndes Pseudonym, auf das wir durch poetische Spielereien gekommen sind. Wir haben gemerkt, Sabine Hensken und ich, dass also dieses Publizieren unter diesen anderen Namen uns auch selbst immer wieder so ein bisschen deutlich macht, man ist hier doch in einer etwas anderen Rolle als in der des distanziert und objektivistisch beschreibenden Wissenschaftlers. Und deswegen haben wir das auch beibehalten und machen das bis heute, obwohl das aus praktischen Gründen natürlich nicht mehr notwendig wäre. Also mir geht es weniger darum, dass wir uns versteckt haben, sondern dass wir auch in einer gewissen Weise unsichtbar geblieben sind. Denn im Vordergrund stehen und in der Sichtbarkeit stehen die Autorinnen, die wir übersetzt haben. Und ich selber als Übersetzerin fühle mich eher als Medium, das hindurch all diese Stimmen, Stilistiken, Sprachmaterien wandern. Mein Vater war im Krieg als Soldat, als Arzt schon. Der war da schon ausgebildeter Arzt und war auch Kriegsgefangener. Es hat ihn unglaublich positiv beschäftigt, dass ich dann mich entschieden habe, Russisch zu lernen. Und als ich dann nach Russland ging, das war schon ein durchaus etwas pathetischer Moment. Da ist er fast in Tränen ausgebrochen. Und er sagte mir wörtlich, es wäre so mit das größte Glück seines Lebens, dass sein Sohn in friedlicher Mission in ein Land fährt, in das er gezwungen war, als Soldat zu fahren. Mein Vater war in Russland im Krieg, sein Bruder ist bei Stalingrad gefallen, meine Mutter ist mit einem der letzten Schiffe aus Pommern geflüchtet.
Diese traumatischen Erfahrungen haben meine Eltern, die beide nie wieder in östliche Regionen zurückgekehrt sind, obwohl sie von dort stammten, an mich weitergegeben. Meine Eltern haben mich besucht in Moskau. Auch das war ein sehr, sehr rührender Besuch. Es wäre fast dazu gekommen, dass mein Vater als jemand, der quasi als Soldat in Russland war, und Wadim Sidur, der Künstler, der auf der russischen Seite, auf der sowjetischen Seite Soldat war, auch verwundet wurde, wie mein Vater auch. Die hätten sich gerne auch getroffen. Das hat dann aus einem ganz banalen technischen Grund nicht geklappt, den ich jetzt vergessen habe, ehrlich gesagt. Für meine Eltern wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn ich Anglistik oder Romanistik studiert hätte. Die Slawistik war schon eine gewisse Provokation. Beide hatten eine ambivalente Haltung dazu. Sie waren gewissermaßen hin und her gerissen. Es war die Zeit, 1968 war der Überfall auf Prag. Wir waren alle sozusagen, gehörten zu dieser linken Studentenszene. Russland, die Sowjetunion war einfach ein Land und eine Kultur, die unheimlich interessant war. Nach den Anfängen in München und einem kurzen Zwischenspiel in Köln bin ich nach Bochum gegangen, weil es dort eben diese sehr für damalige Verhältnisse fortschrittliche Slawistik gab mit Semiotik. Die Ruhr-Universität Bochum war die erste Universitätsneugründung in Westdeutschland in der Nachkriegszeit. An dieser Reformuniversität wurden neue Modelle in Forschung und Lehre erprobt. Es gab dort eben Professoren, die dezidiert sich mit zeitgenössischer, also damals sowjetischer Literatur beschäftigten. Hans Günther, Karl Eimermacher, bei dem ich dann besonders intensiv studiert habe und den ich dann als meinen Lehrer auch betrachte. Die beiden waren ja vor uns schon sehr aktiv im Vermitteln von russischer Underground-Kunst. Studiert habe ich vor allem bei Renate Lachmann, die solche theoretischen Ansätze wie Formalismus, Strukturalismus, Semiotik in die bundesrepublikanische Diskussion einbrachte und die Beschäftigung mit avantgardistischer, moderner und zeitgenössischer Literatur anregte, was in der Slawistik der 1970er Jahre überhaupt nicht selbstverständlich war. In jener Zeit war Wolfgang Beyenhoff in Bochum tätig. Er war einer der ersten, der auch eine Dissertation innerhalb der Slawistik über sowjetischen Film der 1920er Jahre geschrieben hat. Ich habe sofort angefangen, an dieser Reformuniversität zu studieren und bin wirklich direkt hineingeraten in diese innovative Atmosphäre der Erneuerung der Slawistik mit neuen theoretischen Ansätzen und vor allen Dingen einer deutlichen Orientierung auf Zeitgenossenschaft. Das war eben also schon sehr bald, nämlich ab 1983, ganz eng verbunden mit diesem praktischen Kontakt zu der inoffiziellen russischen Kunstszene. Mitte der 80er Jahre erhielt ich ein DAD-Stipendium an der Moskauer Filmhochschule, um meine Dissertation zur Geschichte des sowjetischen Films in der Nach-Stalin-Zeit zu schreiben. Der Aufenthalt am WGIG an der Filmhochschule war schon mein zweiter langfristiger Aufenthalt. Es gab einen ersten Jahresaufenthalt 1982/83, als ich erstmal die russische Sprache studierte am Puschkin-Institut. Das war das Jahr, als Brezhnev starb. Und danach folgten dann viele weitere Generalsekretäre der Partei. Ich war zwar nominell und offiziell Student dort an der MGU, aber ich glaube, ich war dort ein einziges Mal bei meinem Nautschny Rukovoditelь. Es war einfach so fürchterlich langweilig und entsetzlich kunstfremd, was dort gemacht wurde, dass ich dort einfach gar nicht hingegangen bin. Mit meinen Mentoren an der Filmhochschule, also einer staatlichen Institution, kommunizierte ich in der offiziellen sowjetischen Sprache. Ganz anders war das in der informellen Kommunikation mit den Freunden aus dem Konzeptualistenkreis. Diese schizophrene Gespaltenheit hatte ich vorher so noch nicht erfahren. Es gab also so etwas wie ein Doublespeak und das war sehr kennzeichnend aus meiner Sicht. Wir kamen also dorthin bewaffnet oder versorgt mit Adressen aus dieser
etwas älteren Künstlerszene, auch inoffizielle Künstler, also C-Dur, Steinberg, Jankelewski, aber auch schon Ilja Kabakov, der enger Freund von Jankelewski und Steinberg war. Über Karl Eimermacher hatten wir eben auch Kontakte zu C-Dur, bei dem ich auch jede Woche einmal im Kelleratelier war, um die Posten über die Botschaft dort zu übergeben. Und das war dann wirklich für uns sehr interessant, dass wir gemerkt haben, das ist schon ein Kreis, der in sich etwas abgeschottet ist. Man war auch gar nicht unbedingt so erfreut, als wir dann zu verstehen gaben, dass wir auch andere jüngere Künstler kennengelernt haben. Und zwar waren das Eduard Steinberg und seine Frau Galina Manewitsch, die eine Einladung hatten zu der ersten Abt-Art-Ausstellung in der Wohnung Nikita Alexejews. Und sie haben mich mitgenommen. Und das Interessante an der damals noch jungen Konzeptualistenszene war, das war eben damals ein Kreis, der war sozusagen in der Blüte. Die wuchsen gerade zu einer Szene. Also die haben uns immer mit ihren Freunden sofort bekannt gemacht. Und ich denke, in diesem ersten Jahr bin ich überhaupt erst in die russische Sprache eingetaucht. Vorher war das für mich eine Schriftsprache, denn wir haben ja eigentlich Russisch erst im Studium gelernt. Und in diesen Gesprächen in den Ateliers, Wohnungen und Küchen, denke ich, ist dieses Gefühl auch für den Gebrauch der Sprache in verschiedenen Zusammenhängen entstanden. Und da hat man dann den Unterschied gespürt, wie reden wir am Institut und wie reden wir in der Küche. Und die Aufmerksamkeit war einfach dafür geschärft. Und dann bei dem zweiten Aufenthalt konnten wir vielleicht schon etwas souveräner auch mit diesen Situationen des Double Speaks umgehen. Wir kamen zurück nach unserem ersten Aufenthalt. Und ich weiß noch, als wir unsere Schätze dort auspackten, auch an der Uni in Bochum so einen ersten Vortrag hielten, das wurde zunächst nicht verstanden. Es gibt von Nekrasov dieses Gedicht Vada, 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 Tikla. Wasser, 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 Wasser floss. Wir haben dann natürlich auch versucht, diese Autoren zu publizieren und haben dann uns mit Vsevolod Nekrasovs Werken an den legendären und schon verstorbenen Kölner Slawisten Wolfgang Kasak gewandt, bei dem ich in Köln auch studiert hatte. Er guckte sich das an und sagte nur, Slishkam mnogo vody. Das war der Kommentar. Also das heißt, der Sense war nicht da für diese Art von scheinbar primitiver Poetik. Nach der Rückkehr unseres ersten Aufenthalts 1983 haben wir begonnen und seitdem das kontinuierlich weitergemacht, eben sehr viel zu übersetzen, haben immer sehr großen Wert darauf gelegt, das nicht nur als Buch schriftlich zu publizieren, sondern also dieses Milieu in seiner ganzen Faktur, sage ich einmal, ja, also in den Stimmen, in den Actions und Performances, die dort stattgefunden haben, das sozusagen eben auch mit zu vermitteln. Im legendären Jahr 1984 veröffentlichten wir unser erstes Medienpaket unter dem programmatischen Titel Kulturpalast. Wir haben ein ganz breites Spektrum von konzeptualistischen Schreibweisen wie im Schnelldurchlauf entdeckt und übersetzt. Das waren vielleicht nicht immer vollkommene Übersetzungen, aber in einem großen Schwung haben wir sehr viel für uns ausprobiert, entdeckt und auch eben bekannt gemacht. Das war ursprünglich das Wissen von Sabine. Sie wusste, dass es dort diesen Verlag gibt, diesen kleinen Tonkassettenverlag, der sich verdient gemacht hat für die Tonveröffentlichung historischer Aufnahmen, besonders der amerikanischen Szene, der sogenannten Beat Poetry, Allen Ginsberg und so weiter. Dies war genau der Kontext, in dem wir die Moskauer Konzeptualisten vorstellen wollten. Wir wollten sie in einen internationalen Wahrnehmungs- und Rezeptionskontext bringen.
Für mich war der Moskauer Konzeptualismus, diese besondere Art der Dichtung, der Performance und der bildenden Kunst, nichts Exotisches. Die konkrete und visuelle Poesie erfuhr Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre in Westdeutschland recht große Aufmerksamkeit. Zum Beispiel gab es in Bielefeld das Kolloquium Neue Poesie, wo Dichterinnen aus verschiedenen Ländern auftraten. Die sowjetischen Dichter haben in Bielefeld allerdings gefehlt, sie konnten nicht ausreisen. Mir ging es weniger darum, in der inoffiziellen sowjetischen Kultur etwas ganz anderes zu finden, sondern eher das Ähnliche im Unähnlichen oder das Unähnliche im Ähnlichen zu entdecken. Nekrassow war ja ein Meister des Epigramms, des spitzen, lakonischen Epigramms, des satirischen Epigramms auf Freunde oder auf offizielle Künstler. Und so sprach er auch. Nekrassow war wirklich ein polemischer Lakoniker, würde ich sagen. Wir lernten Wsjewolod Nekrassow im Jahr 1983 kennen. Wir besuchten ihn in seiner Wohnung im Moskauer Stadtteil Sokolniki, in der er zusammen mit seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin Anna Żurawljowa, lebte. Hier eröffnete sich für uns ein damals neuer Kosmos der anderen russischen Kultur. An den Wänden Bilder aus seiner Sammlung nonkonformer Kunst von den Gemälden Oskar Rabins, die die Barackenwelt von Lianossowa zeigen, bis zu den Zeichnungen Erik Bulatows mit einzelnen Zeilen aus seinen Gedichten. Vor allem aber faszinierte mich die klangliche Dimension von Nekrassows Poesie, seine Fähigkeit, gewöhnliche Alltagsrede in Poesie zu verwandeln. Diese Gedichtlesungen ergaben sich eigentlich aus dem Gespräch, was wir am Tisch führten. Fast unmerklich ist diese Rede in eine Rede des Gedichtes übergegangen. Und das spürtest du einfach dadurch, dass sich so etwas wie Laut, Klang, Wiederholungen selbstständig gemacht haben in diesem poetischen Sprechen. Und dann hat eben Nekrassow auch viele Pausen gemacht. Das Schweigen, die Stille war für ihn auch sehr, sehr wichtig. Und in diesen Nekrassowschen Pausen haben wir eigentlich die Möglichkeit gehabt, nachzudenken, was wir eigentlich mit unserer eigenen Rede tun und vielleicht auch bewirken können. Темнота, в темноту опускается пыльца где-то там, где-то тут, где-то около лица, над покрытой головой, и в канавах у шоссе дождевой, деловой и касающийся всех. Происходит разговор между небом и землей, между летом и зимой. Dunkel in das Dunkel fällt der Blütenstaub, irgendwo dort, irgendwo hier, irgendwo neben dem Gesicht, über dem bedeckten Kopf, in den Gräben der Chaussee wird ein regnerisches, ein geschäftliches, alle betreffendes Gespräch geführt zwischen Himmel und Erde, zwischen Sommer und Winter. Das ist die Stimme eines erstaunt in die Welt schauenden Menschen, der etwas zum ersten Mal wahrnimmt und noch nicht so richtig weiß, wie man das nennen soll. Месяц, что-то там так висишь, wie heißt dieses Gedicht? Also so, Mond, hängt man denn so? Wer hängt denn so? So in den Dialog treten mit diesen Naturerscheinungen und in der Tat ganz oft der Blick nach oben. Sonne, Mond und Sterne. Und darum ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass er so eng befreundet war mit Erik Bulatow, der das genau in die Bildersprache übersetzt hat. Und es gibt ja eben auch eines der berühmtesten Bilder von Bulatow, wo genau dieser Text von Nekrassow, Живу и вижу, quasi als Wort in dem Himmel schwebt. Море темно, и тем более, и тем более море. Meer und dunkel und umso mehr und umso mehr, mehr. Und ich denke, bei diesem Gedicht ist uns sogar gelungen, was sehr, sehr schwer ist für die Übersetzung, die Intonation der Alltagsrede zu treffen. Am Anfang haben wir uns auch ein bisschen geprägt von Beispielen aus der deutschen konkreten Poesie. Das wirkte wie eine, weiß nicht, Oskar Pastior-Lyrik oder so. Das wirkte aber nicht wie diese Alltagslyrik von Nekrassow. Er hat immer darauf bestanden, dass das Lyrik ist, die eben sozusagen, das heißt, dass da eine Stimme spricht. Ja.
Und das haben wir dann bei unseren späteren Überarbeitungen der Übersetzung, zum Beispiel für dieses Buch hier, haben wir diese frühen Übersetzungen sehr gründlich überarbeitet, also teilweise ganz neu übersetzt, mit dem dominanten Faktor, die Redeintonation herüberzubringen. Полечу или нет, не знаю, до Луны или до звезды, но Луну я пробовал на язык в 41 году в Казани. Затемнение, война, тем не менее, Луна, белый свет, белый снег, белый хлеб, которого нет, никакого нет. Я давным-давно вернулся в Москву. Я почти каждый день обедаю. А на вид Луна была вкусная. А на вкус Луна была белая. Ob ich fliege oder nicht, weiß ich nicht, auf den Mond oder irgendeinen Stern, doch den Mond hatte ich auf der Zunge in Kasan im Jahr 41. Verdunklung, Krieg und dennoch der Mond, weißes Licht, weißer Schnee, weißes Brot, das es nicht gibt, gar nicht gibt. Ich bin schon längst nach Moskau heimgekehrt. Ich esse beinahe jeden Tag zu Mittag. Aber im Anblick war der Mond köstlich, aber im Geschmack war der Mond weiß. Meine erste Begegnung mit einem Dichter, den ich immer ganz besonders verehrt habe, Igor Cholin. Mitglied der Lianosowa-Gruppe, also der 60er Jahre, sogar schon späte 1950er Jahre, 1960er Jahre, also einer Vorläufergruppe der Konzeptualisten. Also Lianosowa, der Kreis um das Ehepaar Krapivnitsky. Ende der 50er Jahre entstand in Lianosowa, einer Barackensiedlung am Rande Moskaus, ein Dichter- und Künstlerkreis, der mit Wohnungsausstellungen und privaten Dichterlesungen bereits Keimform einer kulturellen Gegenöffentlichkeit entwickelte. Diese besondere Art der Dichterlesung und Nekrassows Sammlung nonkonformer Kunst waren der Anstoß für unsere Medienedition Lianosowa, Gedichte und Bilder aus Moskau, mit einer Audiokassette und einer Sammlung von Fotos aus dem Familienalbum des Dichters Igor Cholin, die 1992 herauskam. Der war da schon 70, glaube ich. Und von dem hieß es auch immer, das ist gar nicht so einfach, zu dem zu kommen. Und und dann war es tatsächlich so, dass ich dann auch einen Anruf bekam von Andrei Monasterski. Er geht zum Cholin, ob wir nicht mitkommen wollen. Und so habe ich dann dort eben einfach zum ersten Mal diesen legendären Barackendichter kennengelernt. Und da ist eine ganz besonders enge Freundschaft daraus entstanden. Дамба, клумба, облезлая липа, дом барачного типа, коридор, 18 квартир, на стене лозунг «Миру мир». Во дворе Иванов, морит клопов, он бухгалтер госзнака, у Романовых пьянка, у Барановых драка. Ein Damm, ein Beet, eine Linde ohne Blätter, ein Haus aus Brettern, ein Flur, 18 Türen, auf der Wand eine Losung, für den Frieden marschieren. Auf dem Hof ist Iwanow, der Buchhalter von Gosnak, auf Wanzenjagd. Bei Romanows ist Krach, bei Baranows ist Krieg. Mein erster Besuch war fast immer bei Igor Cholin, weil der mir so ein väterlicher Freund geworden war. Den habe ich wirklich sehr besonders gemocht. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, so gut konnte ich nun auch noch nicht Russisch. Ich war schon noch so, ich war junger Slawist. Und dann stellt man mich mir irgendwie als Kultautor schon sozusagen bekannten, aber noch nicht persönlich bekannten Prigow vor. Когда ты, скажем, знаменит, быть знаменитым некрасиво. Но если ты не знаменит, то знаменитым быть не только желательно, но и красиво. Wenn, sagen wir, du schon berühmt bist, dann ist berühmt zu sein nicht schön. Doch wenn du wirklich nicht berühmt bist, dann ist berühmt zu sein nicht nur ein Wunsch, es ist auch wunderschön,
Denn Schönheit ist nicht Resultat von deiner möglichen Berühmtheit. Berühmtheit selbst ist Resultat der Schönheit, Schönheit aber rettet. Wie bekommt man in einem deutschen Gedicht einen Ton hin, der in der deutschen Lyrik seit mindestens 100 Jahren gar nicht mehr gebräuchlich ist, weil in der deutschen Lyrik eben nicht mehr gereimt wird und auch nicht mehr metrisch gedichtet wird. Wie löst man dieses Problem, ohne dass es dann vielleicht für deutsche Leserinnen und Leser krampfhaft antiquierend wirkt? Kann ja passieren. Sie werden jetzt lachen, aber da haben wir einfach schlicht und einfach, um es einzuhören, nicht um den Ton zu imitieren. Ich habe zum Beispiel, bevor ich Prigows Milizionär und Gedichte übersetzt habe und Moskwa i Moskwichi, habe ich mir zum Beispiel Wilhelm Busch durchgelesen. Ja, das ist nicht der Ton von Prigow oder Heinrich Heine Gedichte, aber gewisse Dinge, also die Lust sozusagen am Spiel mit dem Metrum oder an der übertriebenen Realisierung von Reimen und Metrum, das konnte man da so ein bisschen lernen. Also wir haben damals im Puschkin-Institut Russisch studiert. Das liegt an der Wolginstraße und an eben dieser Wolginstraße befindet sich auch diese legendäre Wohnung Prigows in Beljajewo. Die beiden Orte waren vielleicht 5 oder 10 Minuten voneinander entfernt und wir haben uns deshalb auch sehr häufig gesehen. Und gegenüber von Prigows Wohnung war so etwas wie ein Institut des Milizionärs, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Das ist jetzt schon. Vielleicht hat er das auch erfunden, nur so gesagt. Beim Rubinstein war natürlich die größte Herausforderung, die unendlich vielen Konnotationen, die seine Sätze, diese isolierten Sätze, die er auf den Kartenserien spricht. Мама мыла раму. Mama hat Fenster geputzt. Папа купил телевизор. Papa hat einen Fernseher gekauft. Дул ветер. Der Wind hat geweht. Зою ужалила оса. Zoja hat eine Wespe gestochen. Саша Смирнов сломал ногу. Sascha Smirnov hat sich ein Bein gebrochen. Боря Никитин разбил голову камнем. Borja Nikitin hat sich den Kopf an einem Stein gestoßen. Пошел дождь. Es hat geregnet. Mama Müller-Ramu, das weiß man nicht als Deutscher, dass das der Satz dass das jedes Kind in der russischen Fibel als ersten Satz lernt. Ja. Solche Dinge. Aber auch da war dann die Frage beim Übersetzen, was machen wir jetzt? Nehmen wir jetzt stattdessen einen Satz aus der deutschen Fibel? Nein, haben wir uns entschieden, nein, das ist ja ein Satz aus einer russischen Fibel und nicht aus einer deutschen Fibel. Also haben wir das dann tatsächlich eben auch so übersetzt, Mama hat Fenster geputzt. Da gab es dann schon diese leichte Asymmetrie, dann liest Rubinstein das auf Russisch und nach jedem dritten Satz lacht das Publikum. Aber in der deutschen Übersetzung lacht das Publikum nicht oder nicht so oft. Wir haben auch dort versucht, das über den Gesamtton herüberzubringen. Der Videobereich war immer deutlich mehr Sabines Angelegenheit. Da war sie sozusagen die führende Kraft. Mein Blaupunkt-Videorekorder war wahrscheinlich eines der ersten Geräte in Moskau. Zu einer Zeit, als der sowjetische Staat alle technischen Reproduktionsmedien streng kontrollierte, neben jedem Fotokopierer stand etwa ein Milizionär, stellte die Arbeit mit Video als solche bereits eine subversive Geste dar. Der Film gehört zu den großen Medien, zu den Massenmedien. Ich selbst habe mich eher in der Tradition der kleinen Medien gesehen, die, wie der russische Samizdat, mit der Selbstorganisation bestimmter Milieus verbunden sind. Seit 1976 veranstaltet die Gruppe Kollektive Aktion ihre Reisen aus der Stadt. Verbindendes Merkmal ist die gemeinsame Fahrt einer Gruppe aus der Metropole in den Naturraum um Moskau, meistens auf ein leeres, weites Feld. Uns faszinierte damals, dass es in dieser Szene eigentlich keine Konsumenten gab. Alle nahmen an diesen Aktionen teil. Das war uns sehr sympathisch, denn im Westen verlief die Kultur aus unserer Sicht zu stark über den Konsum. Bei den kollektiven Aktionen stand gerade nicht der Konsum, sondern die Partizipation im Zentrum.
Bis heute ist es eine Frage, wie diese flüchtigen Kunstereignisse überhaupt tradierbar sind. Hier spielt die Dokumentation in verschiedenen Schichten eine wichtige Rolle, Beschreibungstexte, Erzählungen über das Ereignis, Fotografien. Und an dieser Stelle kam auch meine Kamera ins Spiel, denn mit ihr nahm die Videodokumentation der kollektiven Aktionen ihren Anfang. Gemeinsam die Freunde in Moskau zu besuchen, gemeinsam sich zu entscheiden, mit wem möchte man besonders intensiv zusammenarbeiten, gemeinsam zu überlegen, welche technischen Instrumente brauchen wir. Das gesamte infrastrukturelle Framing so eines Projekts, da beginnt eigentlich die Zusammenarbeit. Und die endet dann tatsächlich, wenn man dann am konkreten Gedicht sitzt und dann sich darüber unterhält, wie die Lösungen sind. Meistens ist es schon so, dass eine oder einer von beiden anfängt, ersten Entwurf macht und dann. Und dann haben wir die Texte nach dem Ping-Pong-Prinzip zwischen uns hin und her wandern lassen. Also zu dem Übersetzen dieser Szene gehörte dann irgendwann auch, etwas später, so ab 1990 war das möglich, natürlich auch das buchstäbliche Herüberholen der Autorinnen und Autoren. Wir haben zwei Ausstellungen gemeinsam gemacht mit Georg. Mit der Gruppe der Lianosova-Dichter begaben wir uns auf eine große Tournee: Bochum, Köln, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Berlin, Leipzig und Dresden. Und diese Lesungen in Leipzig und Dresden mit diesen Lianosova-Dichtern waren besonders intensiv, weil in diesen Städten der ehemaligen DDR diese Art von Literatur überhaupt nicht bekannt war, diese Art von russischer Literatur. Da kannte man eben Jewtuschenko vielleicht noch und Wosnischenski, aber diese inoffizielle Dichtung war überhaupt nicht bekannt und wurde dort erstmal sehr enthusiastisch aufgenommen. Die zweiwöchige Reise durch West- und Ostdeutschland, relativ kurz nach der Wiedervereinigung, war eine sehr intensive Erfahrung für alle Beteiligten, die Nekrasov in seinem Buch Deutsche Buch verarbeitet hat. Dann haben wir dieses Buch gemacht, schon etwas später, 1997, über die Bücher, über die Haptik und die Physis der selbst gebastelten Samisdat-Bücher. Das war diese Ausstellung Preprintium. Da ging es eher also nicht um die lautliche Dimension, nicht die semantische, sondern die haptische Dimension des Samisdat in diesen künstlerischen Objekten, in den Gedichtbüchern, Performance-Dokumentationen, Künstlerpublikationen aller Art. Eine Ausstellung, die in Berlin in der Staatsbibliothek stattfand und in diesem Weserburg-Museum in Bremen und danach auch noch weitergewandert ist nach Wien und Graz, glaube ich. Das Dahinfahren, die Bücher besorgen, in die Lenin-Bibliothek gehen, sich dort mit einem Empfehlungsschreiben des Direktors der hiesigen Staatsbibliothek bewaffnet, buchstäblich bewaffnet, dorthin zu gehen, um Zugang zu bekommen zu den Schätzen der alten futuristischen Bücher. Wir hatten in unserer Ausstellung auch so eine historische Abteilung, wo wir diese Bücher auch ausgestellt haben. Also das gehört alles dazu. Verfahren und Methoden der kuratorischen Übersetzung lassen sich an einem aktuellen Ausstellungsprojekt konkretisieren, an dem ich zusammen mit Thomas Glanz und weiteren Co-Kuratorinnen in den letzten 5 Jahren gearbeitet habe. Poetry und Performance, die osteuropäische Perspektive. Die Ausstellung wurde mittlerweile an 8 Orten gezeigt. Sie startete 2017 in der Slowakei in der neuen Synagoge Žilina. Es folgten Stationen im Kulturzentrum Belgrad in einer Kellergalerie, in der Schetthalle Zürich, in der Motorenhalle Dresden, im Zeitgenössischen Museum Wrocław, in der Regionalgalerie Liberec und im Kazakh Literaturmuseum in Budapest. Die letzte Station war bislang in Dnipro in der Ostukraine bei Kultura Medialna. Dort lief die Ausstellung bis wenige Tage vor Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.
In der Ausstellung thematisieren wir Sprache und Sprachhandeln im politischen Kontext. Für mich fand in diesem Projekt eine Erweiterung des Blicks über die Sowjetunion und Russland auf Ost-, Mittel-, Südeuropa statt, was mit dem Effekt einer Dekolonialisierung verbunden ist. Für mich war es wirklich ein großer Gewinn, als ich in die Komparatistik wechseln konnte. Unter anderem deshalb, weil man in der Komparatistik etwas schärferen Sinn für die Relevanz und für die Technik und Poetik von Übersetzungen hat. Also ich habe eigentlich mein Literaturstudium nie so in so einem slawistischen Korb gesehen. Und dann haben wir am Peter-Sonde-Institut für allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft eben diese Poetik, die August Wilhelm von Schlegel Gastprofessur für Poetik der Übersetzung geschaffen. Das ist natürlich ein großer, großer Schritt hinsichtlich auch der Aufwertung des literarischen Übersetzens als akademischem Gegenstand. Ich bin 2019 pensioniert worden an der FU und konnte dann, was mich sehr gefreut und auch sehr geehrt hat, nahtlos ab Oktober 2019 an der damals noch liberalen Vyššā škola ekonomiki, Higher School of Economics, als Professor lehren. Da konnte ich schon vor dem Krieg, schon vor dem 24. Februar 2022, in Echtzeit miterleben, was Gleichschaltung heißt. Es stellte sich schon irgendwann für mich so die Frage, wie lange kann ich hier noch bleiben? Also wann verliert diese Uni ihren Charakter als eine wirklich demokratische Hochschule, die auch deswegen gerade westliche Kollegen wie mich dort eingestellt hat. Wir hatten sehr unmittelbar noch mit dieser Ausstellung zu tun, als der Krieg ausbrach. Also wir waren nicht sicher, wo sich die Exponate dieser Ausstellung genau befanden zu dem Zeit des Kriegsausbruchs. Und wir haben natürlich an die Leute gedacht, mit denen wir gerade noch zu tun hatten und im ständigen Gespräch waren. Und dann kam der 24. Februar und da brauchte es auch keine langen Überlegungen. Das war sofort klar. Am nächsten Tag habe ich dann gekündigt. Ich sehe mich jetzt nicht in Russland. Ich kann auch gar nicht nach Russland fahren. Aber dennoch versuche ich, den Kontakt zu Freunden und Freundinnen in Russland zu behalten und auch Traditionen weiterzutragen, die mir wichtig sind. Aber mir geht es vor allem darum, auch diese Stimmen in ein transnationales Netzwerk einzubringen, das unsere alten Hoffnungen weitertragen kann. Derzeit sehe ich mich eigentlich nicht mehr in Russland. Ich hätte jetzt keinen Anlass, dorthin zu fahren. Das ist ein großer, großer Schnitt, auch ein existenzieller Schnitt. Sehr, sehr schade, aber nicht das Hauptproblem derzeit. Das Hauptproblem liegt woanders. Das liegt bei den Leiden der Ukraine.